Oh nein. Lukas, mir geht es nicht gut. Hallo zusammen. Ich bin Anna und ich bin krank. Hallo Anna, du klingst nicht gut. Bist du erkältet? Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Lukas. Hallo Lukas. Ja, ich habe eine Erkältung. Meine Nase läuft. Ich habe Halsschmerzen und ich fühle mich schwach. Oh, das klingt nicht gut. Du musst zum Arzt gehen. Und das ist unser Thema heute, der Arztbesuch. Wir werden lernen, wie man einen Termin macht, wie man die Symptome beschreibt und was der Arzt sagt. Das ist eine sehr lange und wichtige A2-Lektion. Wir machen dich fit für den Arztbesuch. Kannst du mir helfen, Lukas? Ich habe Angst vor dem Arzt, besonders auf Deutsch. Keine Sorge, wir üben alles Schritt für Schritt. Fangen wir mit dem Wichtigsten an. Wie macht man einen Termin? Also, Anna, bevor du zum Arzt gehst, musst du anrufen. Du rufst in der Praxis an. Was sagst du? Ich sage, Guten Tag, hier ist Anna Weber. Ich möchte einen Termin machen. Genau. Ich möchte einen Termin machen. Oder ich möchte einen Termin vereinbaren. Das ist höflich und klar. Ich möchte einen Termin vereinbaren. Sehr gut. Die Rezeptionistin wird fragen, was fehlt Ihnen? Oder was haben Sie für Beschwerden? Was fehlt Ihnen? Was haben Sie für Beschwerden? Beschwerden sind die Probleme, die du hast. Zum Beispiel Husten, Fieber, Kopfschmerzen. Ich habe Halsschmerzen und Husten. Du hast also Halsschmerzen und Husten. Hast du Fieber? Ja, ich habe ein bisschen Fieber. Wiederholen Sie die Sätze. Ich möchte einen Termin machen. Ich habe Halsschmerzen. Ich habe Fieber. Ich bin die Rezeptionistin. Praxis Dr. Meier, guten Tag. Guten Tag, hier spricht Anna Weber. Ich möchte einen Termin machen. Was fehlt Ihnen? Ich habe Halsschmerzen, Husten und ein bisschen Fieber. Kommen Sie heute um 14 Uhr? Ja, 14 Uhr passt mir gut. Vielen Dank. Perfekt. Du hast den Termin gemacht. Jetzt gehst du zum Arzt. Du bist in der Praxis. Du gehst zur Anmeldung. Was sagst du? Ich sage, Guten Tag. Ich habe einen Termin um 14 Uhr. Mein Name ist Anna Weber. Genau. Ich habe einen Termin. Das ist wichtig. Die Rezeptionistin wird fragen, haben Sie Ihre Versichertenkarte? Versichertenkarte. Das ist die Krankenversicherungskarte. In Deutschland hat man eine Karte von der Krankenkasse. Ja, ich habe meine Karte dabei. Zeigst du die Karte? Ja, ich zeige die Karte. Wiederholen Sie. Ich habe einen Termin. Hier ist meine Versichertenkarte. Ich bin die Rezeptionistin. Guten Tag, Frau Weber. Bitte setzen Sie sich. Der Arzt ruft Sie gleich. Vielen Dank. Jetzt wartest du im Wartezimmer. Das ist der Raum, wo die Patienten sitzen. Der Arzt ruft dich, Frau Weber, bitte kommen Sie. Du gehst ins Behandlungszimmer. Der Arzt fragt, was fehlt Ihnen? Ich sage, ich habe Halsschmerzen, Husten und Fieber. Gut, aber beschreibe es genauer. Wo sind die Schmerzen? Im Hals, im Kopf, im Bauch? Ich habe Halsschmerzen, meine Nase läuft, ich habe Kopfschmerzen und ich habe Fieber, 38 Grad. Du hast Halsschmerzen, du hast eine laufende Nase. Hast du Husten? Ja, ich habe Husten, trockener Husten. Hast du Gliederschmerzen? Ja, ich habe auch Gliederschmerzen. Alles tut weh. Wiederholen Sie die Symptome. Ich habe Halsschmerzen. Ich habe Husten. Ich habe Fieber. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Gliederschmerzen. Man sagt ich habe plus Schmerzen oder mir tut plus weh. Zum Beispiel mir tut der Hals weh. Mir tut der Hals weh. Mir tun die Glieder weh.
Was ist der Unterschied? Ich habe Halsschmerzen und mir tut der Hals weh bedeuten dasselbe. Jetzt bin ich der Arzt. Ich werde dir Fragen stellen. Du antwortest. Haben Sie Fieber? Ja, ich habe Fieber. 38 Grad. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? Seit 2 Tagen. Es begann am Montag. Sie haben die Beschwerden seit 2 Tagen. Haben Sie Medikamente genommen? Ja, ich habe Hustensaft genommen, aber es hilft nicht viel. Rauchen Sie? Nein, ich rauche nicht. Haben Sie Allergien? Nein, ich habe keine Allergien. Wiederholen Sie die Fragen des Arztes. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? Haben Sie Medikamente genommen? Haben Sie Allergien? Öffnen Sie bitte den Mund und sagen Sie A. Ah, Sie haben eine Rötung im Hals. Das ist eine Entzündung. Ich sehe eine Rötung. Das ist eine Entzündung. eine Entzündung. Das bedeutet, es ist rot und geschwollen? Genau. Ich werde Sie untersuchen. Atmen Sie tief ein. Ich atme tief ein. Jetzt ausatmen. Ich atme aus. Der Arzt hat dich untersucht. Jetzt gibt er dir die Diagnose. Was sagt der Arzt? Ich habe eine Erkältung. Ja, Sie haben eine Erkältung oder Sie haben einen grippalen Infekt. Einen grippalen Infekt. Das ist eine Erkältung mit Fieber und Gliederschmerzen. Es ist nicht die richtige Grippe. Ah, okay, eine Erkältung. Der Arzt sagt, Sie brauchen Ruhe. Trinken Sie viel Tee. Bleiben Sie im Bett. Ich brauche Ruhe. Ich soll viel Tee trinken. Ich soll im Bett bleiben. Und ich verschreibe Ihnen ein Rezept. Ein Rezept. Das ist ein Zettel für die Apotheke. Mit dem Rezept bekommst du Medikamente. Ich gehe mit dem Rezept in die Apotheke. Was verschreibt der Arzt? Er verschreibt ein Rezept. Kannst du das Rezept in der Apotheke bekommen? Ja, ich kann das Rezept in der Apotheke bekommen. Wiederholen Sie. Sie haben eine Erkältung. Bleiben Sie im Bett. Trinken Sie viel. Hier ist ein Rezept. Du gehst jetzt in die Apotheke. Du gibst das Rezept ab. Was sagst du? Ich sage, Guten Tag, ich habe ein Rezept von Dr. Meier. Genau. Der Apotheker wird fragen, möchten Sie noch etwas gegen den Husten? Frage ich, können Sie mir etwas empfehlen? Ja, empfehlen bedeutet to recommend. Der Apotheker kann dir Hustensaft oder Lutschtabletten empfehlen. Empfehlen. Möchtest du Hustensaft? Ja, ich möchte Hustensaft. Möchtest du Lutschtabletten? Ja, die helfen auch. Wiederholen Sie. Ich habe ein Rezept. Können Sie mir etwas empfehlen? Ich bin der Apotheker. Guten Tag, Frau Weber. Hier ist Ihr Medikament. Vielen Dank. Wie oft muss ich das Medikament nehmen? Das ist eine wichtige Frage. Die Antwort: Nehmen Sie 3-mal täglich eine Tablette. Oder nehmen Sie das Medikament nach dem Essen. 3-mal täglich eine Tablette. Nach dem Essen. Wie oft musst du die Tablette nehmen? Ich muss die Tablette 3-mal täglich nehmen. Wann musst du sie nehmen? Ich muss sie nach dem Essen nehmen. Wiederholen Sie. Nehmen Sie 3-mal täglich eine Tablette. Nehmen Sie das Medikament nach dem Essen. Der Arzt und der Apotheker haben dir Medikamente gegeben. Was sollst du noch machen? Ich soll viel trinken. Tee mit Honig. Ja, und du sollst dich ausruhen. Schonen Sie sich.
Schonen Sie sich. Und du sollst warm essen, zum Beispiel Suppe. Suppe essen. Tee trinken. Sich schonen. Was sollst du trinken? Ich soll Tee trinken. Was sollst du essen? Ich soll Suppe essen. Was sollst du machen? Ich soll mich schonen. Wiederholen Sie die Empfehlungen. Trinken Sie viel Tee. Essen Sie Suppe. Schonen Sie sich. Und voilà, wir haben den Arztbesuch überlebt. Wir haben gelernt, einen Termin zu machen, Symptome zu beschreiben, Medikamente zu bekommen und uns zu schonen. Jetzt kommt die große Wiederholung. Ich bin bereit. Ich habe keine Angst mehr vor dem Arztbesuch. Anna, ich gebe dir eine Situation, du sagst den Satz. Situation 1. Du rufst in der Praxis an und willst einen Termin. Guten Tag, hier ist Anna Weber. Ich möchte einen Termin vereinbaren. Situation 2. Die Rezeptionistin fragt, was fehlt Ihnen? Ich habe Halsschmerzen, Husten und Fieber. Situation 3. Du bist beim Arzt. Er fragt, was haben Sie für Beschwerden? Ich habe Halsschmerzen und Kopfschmerzen. Meine Nase läuft. Situation 4. Der Arzt fragt, seit wann haben Sie diese Beschwerden? Seit 2 Tagen. Situation 5. Der Arzt sagt, Sie haben eine Erkältung. Was soll ich tun? Situation 6. Der Arzt gibt dir ein Rezept. Vielen Dank. Gehe ich damit zur Apotheke? Situation 7. Du bist in der Apotheke. Guten Tag. Ich habe ein Rezept von Dr. Meier. Situation 8. Der Apotheker fragt, möchten Sie noch etwas? Können Sie mir etwas gegen den Husten empfehlen? Situation 9. Du fragst, wie oft du das Medikament nehmen sollst. Wie oft muss ich das Medikament nehmen? Situation 10. Der Arzt sagt, was du tun sollst. Ich soll viel trinken, mich schonen und im Bett bleiben. Fantastisch, Anna. Das war fehlerfrei. Du bist jetzt ein Arztbesuch-Profi. Danke, Lukas. Ich fühle mich viel sicherer. Aber jetzt muss ich wirklich ins Bett. Ich bin krank. Ihre letzte Mission. Es ist eine Sprechübung. Stellen Sie sich vor, Sie sind krank. Sagen Sie laut, ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Halsschmerzen. Ich habe Fieber. Und schreiben Sie uns in die Kommentare, was tun Sie, wenn Sie krank sind. Gute Besserung an alle. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank und bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen. Tschüss und ruht euch aus.